Hallo und herzlich willkommen hier bei Rikas Selbstgemacht. Heute zeige ich euch ein reines Roggenbrot ohne Sauerteig, sondern mit Hefe. Und zwar gebacken in einer Kastenform. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr unten in meiner Videobeschreibung nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Wir benötigen für den Teig 450 Milliliter lauwarmes Wasser. In das lauwarme Wasser brösel ich jetzt einen halben Hefewürfel, das sind in der Regel 21 Gramm. Und dazu geben wir noch einen Esslöffel Honig. Und dann verrühre ich das Ganze, dass sich die Hefe und der Honig im Wasser auflösen. So. Dann habe ich hier 500 Gramm Roggenmehl, das ist jetzt ein Roggenvollkornmehl. Davon gebe ich jetzt in dieses Gemisch etwas Mehl hinein, 3 Esslöffel, so gehäufte Esslöffel. So. Das verrühre ich ein wenig. Und das Ganze decke ich jetzt mit einem Küchentuch ab und dann lassen wir das mal für 10 Minuten stehen. So, jetzt sehen wir mal, was der Vorteig macht. Wie ihr sehen könnt, ist die Hefe aktiv und es blubbert hier auch schon ein wenig. So, jetzt nehme ich hier meine große Rührschüssel und gebe das Gemisch hinein. Nehmen wir natürlich alles mit. So. In die Rührschüssel geben wir jetzt den Rest von unserem Roggenvollkornmehl. Jetzt kommen noch dazu 100 Gramm Sonnenblumenkerne, 30 Gramm Kürbiskerne und 20 Gramm Leinsamen. Dann habe ich hier noch ein Brotgewürz. Davon gebe ich jetzt auch einen Teelöffel dazu und 2 Esslöffel Obstessig. Der Obstessig hilft dem Brot, dass es aufgeht. Also es ist auch ein Backtriebmittel. Das Ganze verkneten wir jetzt. Ich mache das hier mit meiner Küchenmaschine. Ihr könnt es aber auch gern mit dem Handrührgerät machen. Dann habe ich hier noch 2 Teelöffel Salz. Die gebe ich jetzt gleich dazu, wenn hier alles etwas verknetet ist. Jetzt gebe ich das Salz dazu. Und hier schauen wir jetzt, ob uns das Wasser genügt. Es kann natürlich sein, dass ihr noch ein wenig Wasser dazugeben müsst. Also ich habe jetzt mal 450 Milliliter genommen. Je nachdem, wie das Mehl ist, kann es natürlich sein, dass wir noch etwas Wasser benötigen. Aber ich glaube, in meinem Fall wird es genügen. Für 7 Minuten lassen wir den jetzt verkneten. Der Teig durfte jetzt für 7 Minuten kneten. Wie ihr sehen könnt, ist der Teig ziemlich feucht. Das ist aber genau richtig. So, nehmen wir das hier ein bisschen vom Rand. Und anfassen könnte man den Teig jetzt nicht, der wäre viel zu nass. So. Jetzt nehmen wir wieder unser Küchentuch und decken ihn ab
Den Teig lassen wir jetzt für eine Stunde ruhen, am besten an einem warmen Ort. Sein Volumen sollte sich in dieser Zeit etwas vergrößern. Die Kastenform. Hierzu gebe ich einfach ein bisschen Olivenöl hinein und fette die Form damit ein. So, die Kastenform stelle ich zur Seite, dann zeige ich euch mal den Teig. Der durfte jetzt für eine Stunde gehen. Wie ihr sehen könnt, ist der richtig schön aufgegangen. Schaut nur hier seine Blubberbläschen. So. Dann nehmen wir unsere Kastenform und dann geben wir den Teig hier hinein. So, den Teig verteilen wir dann schön gleichmäßig in der Form. Den Teig lassen wir jetzt nochmal ruhen. Dazu nehme ich ausnahmsweise hier jetzt mal eine Frischhaltefolie und decke ihn damit ab, damit er nicht austrocknet. So eingepackt darf er jetzt für eine Stunde nochmal ruhen. Gefällt dir mein Kanal und meine Rezepte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. Den Backofen heizen wir dann schon mal vor auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Der Teig ist jetzt in der Stunde nochmal wunderbar aufgegangen. So, den Teig bestreiche ich jetzt mit Wasser. Hier habe ich nochmal einen Körnermix von 20 Gramm Sonnenblumenkörnern und 20 Gramm Kürbiskörnern. Und das verteile ich jetzt hier noch über dem Brot. Jetzt geben wir die Form in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 45 Minuten. Das Brot lassen wir kurz in der Form noch auskühlen und dann nehmen wir es aus der Form und lassen es einmal komplett auskühlen. Wie können wir feststellen, ob das Brot wirklich durchgebacken ist? Ich drehe es jetzt mal nochmal um und wenn das hier so hohl klingt, hört mal. Dann ist es durchgebacken. Jetzt lassen wir es auskühlen und dann schneiden wir es später gemeinsam an. So, dann schneiden wir mal das Brot an. Dann zeige ich es euch von innen. Wow! Das sieht perfekt aus. Super leckeres Roggenbrot und ganz ohne Sauerteig. Für den nassen Teig aus 100%igem Roggenmehl ist die Kastenform super geeignet und es ist uns möglich, so ein leckeres Brot zu backen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Ich bedanke mich für eure Zeit und alles Gute. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Erikas Selbstgemacht. Bleibt's gesund, macht's es gut. Servus.